Leute, heute starten wir das Video etwas anders, denn ich sitze hier schon in dem schönen Aston Martin DBX 707. Wir haben einen schönen Roadtrip geplant. Mit bis zu 1000 Kilometer fahren wir hier mit dem Auto. Allerdings reden wir jetzt nicht von wir, denn normalerweise würde ja Robert hier sitzen. Allerdings ist er leider gesundheitlich verhindert und konnte somit nicht zum Startpunkt nach Südfrankreich kommen, denn der Plan ist eigentlich gewesen, hier mit dem Aston Martin DBX 707 nach dem Monaco Formel 1 Rennen von dort loszufahren bis zurück nach München. Wie ihr seht, ich befinde mich schon in Italien am Gardasee, denn das Problem ist gewesen, Robert wäre ja eigentlich nach Südfrankreich gekommen und er hat das ganze Kamerazeug. Aber nachdem er leider nicht kommen konnte, musste jemand das Kamerazeug hier nach Italien bringen. Dementsprechend, Leute, konnte ich euch leider nicht bei der Fahrt von Südfrankreich hier nach Italien an Gardasee mitnehmen. Zieht euch mal hier diese Aussicht rein. Das ist so unfassbar. Du sitzt hier in diesem geilen Aston Martin DBX 707. So ein elegantes, schönes, aber auch auf der anderen Seite aggressives Fahrzeug. Und das passt so perfekt hier in die Gegend an dem schönen Gardasee. Die schöne Aussicht. Hier fährst du wieder durch einen kleinen Tunnel durch. Ich bin jetzt auf dem Weg auf die andere Seite vom See. Ich treffe mich dort mit ein paar Fotografen und einem Drohnenflieger und werden hier ein paar Aufnahmen für euch produzieren. Also ich hoffe, die werden geil rüberkommen. Wir werden so eine kleine Passstraße werden wir fahren und auch generell einfach das Fahrzeug ein bisschen in Szene setzen, weil man muss halt einfach sagen, vom Design her, wir werden uns das Auto gleich nochmal von außen anschauen, denn die Lackierung hier hat so einen extremen Perleffekt und es ist einfach so schön, vor allem hier in dem Spec ist das jetzt sehr elegant gehalten, ja, weil wie wir nämlich hier sehen, wir haben nämlich einen blauen Innenraum mit schönen weißen Nähten und wo du auch hinschaust, die Verarbeitung, die Qualität ist so extrem gut. Wir haben nicht das komplette Carbon-Paket, bedeutet sowohl außen haben wir so gut wie kaum Carbon und im Innenraum haben wir ausschließlich hier die kleine Mittelkonsole in Carbon. Wenn du das große Carbon-Paket nimmst, hast du hier komplett alles in Carbon, sowie auch hier die Einstiegstüren. Ist das hier, was jetzt glänzend schwarz gehalten ist das normalerweise auch komplett Carbon. Der Plan für heute, wie ich es ja schon gesagt habe, ich fahre jetzt auf die andere Seite vom Gardasee. Ich werde euch dann das Auto nochmal von außen zeigen und was ich euch eigentlich mitteilen wollte, weil wie gesagt, ich konnte euch ja leider nicht da mitnehmen, als ich von Südfrankreich hierher gefahren bin. Aber ich bin ja komplett die Autobahn gefahren, knappe, ich glaube, das waren so um die 400 Kilometer. Das ist so tiefenentspannt und das ist genau der Grund, Leute, warum ich mich hier selber für einen DBX 707 entschieden habe. Denn im Vergleich zum Urus kannst du hier den DBX 707 so tiefenentspannt fahren. Wir sind jetzt hier, wie ihr seht, im normalen GT-Modus, ja, und das ist einfach komplett tiefenentspannt. Das ist richtig schön von der Federung. Und da ist halt wirklich dieser große Unterschied zum Urus. Da der Urus ist halt einfach immer aggressiv. Und dann aber auf der anderen Seite, ja, ich meine, wenn wir hier das Fenster runter machen, ja, und wir gehen jetzt hier in den Sport Plus Modus und dann gehen wir hier in die zweite Welle und dann drücken wir hier drauf, dann haben wir hier direkt aber sowas von Sound am Start. Komm, wir machen hier noch rechtes Fenster runter. Das ist der Unterschied, das verwandelt sich in ein absolutes Monster, dieser DBX 707. Zieht euch das rein. Alter, 707 PS, 900 Newtonmeter, der schöne V8 Biturbo Sound, 4 Liter. Alter, 310 km/h Spitze, Leute, und das macht einfach so süchtig. Nochmal hier drunter. Alter, dieser Sound, da kommst du nicht darauf klar. Das ist so unfassbar. Und dann auf der anderen Seite gehst du wieder in diesen GT-Modus. Aber Leute, ich kann nicht, weil hier kommt ein Tunnel nacheinander. Erste Welle. Das ist... Und wieder von unten raus die Power, wie der rausbollert. Oh,
herrlich. Einfach nur herrlich, Leute. Aber ich würde sagen, wir schalten wieder hier in den GT-Modus, denn wir haben noch genügend Zeit, Leute, hier den Sport Plus Modus auszuprobieren, denn für mich geht es morgen weiter nach Meran und in Meran, da gibt es so einen schönen Pass und da, Leute, da werde ich euch das nochmal richtig schön ausführlich zeigen können, wie sportlich du auch hier den DBX 707 fahren kannst mit der größten Keramikbremse, die es aktuell auf einem Straßenfahrzeug gibt. Und das ist eben genau das Thema, Leute. Du kannst so entspannt auf der Autobahn fahren. Du kannst auf der anderen Seite wirklich zügig damit fahren, ja? Sei es auf der Rennstrecke oder genau auch eben Passstraßen. Das werdet ihr dann später sehen im Video. Aber genauso auch auf der anderen Seite Sport Plus, du machst das ESP aus und du kannst hier den DBX 707 richtig schön quersetzen. Aber das machen wir natürlich ausschließlich nur auf der Rennstrecke. Habe ich auch schon gemacht für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben. Wir blenden einmal den Link ein und ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt einmal zu dieser Location hin an See. Ich bin gespannt, wie es dort sein wird und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar schöne Aufnahmen sehen. So Leute, wir sind am Gardasee angekommen und jetzt zeige ich euch hier nochmal kurz den DBX 707 von außen. Also was wir natürlich jetzt hier sehen, von der Lackierung hier, dieser Metalleffekt, diesen Perleffekt, den wir hier bei der Lackierung haben. Ich meine, dieses Auftreten, es sieht so geil aus, diesen riesen Kühlergrill. Wir sehen, der ist jetzt nicht in schwarz gehalten wie das Fahrzeug, das wir damals gefahren sind und auch so, wie ich unseren DBX 707 konfiguriert habe. Hier ist das Ganze in Chrom gehalten, genauso auch wie hier. Der Badge ist halt alles hier, sage ich mal, nicht so böse, sondern alles eher elegant gehalten. Wir haben auch nicht das Carbon-Paket am Start, bedeutet, normalerweise haben wir hier alles aus Carbon, auch hier oben ist sonst normalerweise alles aus Carbon. Das haben wir hier bei unserem bestellt. Hier sieht man einfach, es ist ein elegantes Auftreten, was du hier bei der Konfiguration hast. Genauso auch wenn wir hier rüberkommen. Wir haben hier Pirelli P0 Reifen montiert. Natürlich 23 Zoll ist serienmäßig beim DBX 707 und wir sehen schon wieder hier diese riesen Keramikbremse, die größte Keramikbremse, die es aktuell auf einem Straßenfahrzeug gibt. Und dann kommen wir hier weiter zur Seite und ja, das sieht einfach so unfassbar aus, dieser Metallic-Effekt. Also ich muss echt mal bei Aston Martin nachfragen, wie nochmal diese Lackierung hier heißt. So, und dann kommen wir nach hinten, ja, und da finde ich, jetzt kommen wir wieder zum geilsten Part. Hier haben wir ein bisschen Carbon verbaut, ja, und hier hinten dieses Heck, das ist so geil, dieser Ducktail hier, dann die Lichter, die Rücklichter, das ist so ein sexy Design. Also jedes Mal aufs Neue, wenn ich hier den Aston Martin DBX 707 von außen sehe, das sieht so unfassbar geil aus und vor allem hier in dieser Kulisse, hier direkt am Gardasee mit dem Wasser, das passt so perfekt dazu. Und wie gesagt, hier dieser Diffusor, ja, ist böse, elegant, es hat alles seine Funktion. Ich meine, VMAX 310 km/h, das muss man sich mal wieder auf der Zunge ergehen lassen. Über 300 km/h kannst du hier in dem SUV serienmäßig fahren und dann, was hier auch dann soundmäßig rauskommt, aus dem schönen V8 4-Liter Motor. Das ist natürlich eine richtige Ansage. Dementsprechend, Leute, wir werden jetzt dann natürlich auch schön fahren, weil es geht auch dann vom Gardasee weiter nach Meran. Bedeutet, wir werden da auch einen schönen Pass fahren. Wie gesagt, Robert ist eben nicht mit dabei. Also ihr müsst es mit mir heute alleine aushalten. Und was man natürlich auch noch dazu sagen muss, das habe ich hier auch bei unserem so konfiguriert, bedeutet hier den kompletten Diffusor in Carbon, was natürlich nochmal deutlich mehr hermacht. Ja. Wirkt einfach nochmal alles deutlich hochwertiger. Wenn wir auch noch kurz auf den Innenraum eingehen, Leute, weil das ist nämlich auch ein wichtiges Thema. Wir haben hier schön in Blau das Ganze gehalten mit den weißen Nähten. Das geht schön elegant weiter, genauso auch wie den Innenraum. Ihr seht, hier ist es auch in Schwarz glänzend gehalten, also auch der Innenraum hat nicht das komplette Carbon-Paket. Mittelkonsole ist in Carbon, ja, aber auch nicht dieser äußere Part. Ja, da kann man einmal kurz ein Detail einblenden. Das ist hier nämlich in glänzend schwarz gehalten. Aber wie gesagt, mit dem blauen Innenraum sehr geil. Wir haben auch die komfortablen Sitze, bedeutet nicht mit den Carbon-Sitzen. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir steigen ein und dann machen wir jetzt schön Jalla Abfahrt.
Wir sind wieder unterwegs im S-Martin DBX 707 und diesmal kann ich auch wieder von wir reden. Ich habe nämlich einen Robert-Ersatz gefunden und zwar den Dimitros. Ich glaube, einige Leute von euch kennen den Dimitros schon. Der ist nämlich auch schon das ein oder andere Mal bei mir im Auto mitgefahren. Denn der Dimitros, der kümmert sich nämlich immer um die kompletten Aufbereitungen von den Fahrzeugen. Also für die Leute, die mal in München in der Gegend unterwegs sind, schaut bei Clean Car Care München bzw. in Dachau vorbei. So, und wir sind nämlich jetzt halt hier unterwegs. Ich habe es ja vorhin im Video schon angesprochen und zwar, wir werden im DBX 707 einen Pass fahren und wie ihr hier auf dem Navigationssystem sehen könnt auf der Karte, hier geht es noch recht eng zu. Dementsprechend müssen wir hier noch auf jeden Fall langsam fahren. Safety First steht immer an oberster Stelle, aber später werden die Straßen etwas breiter und dann können wir auch wirklich mal hier die Sportlichkeit von dem DBX 707 testen, denn das, Leute, das ist immer wieder so faszinierend, denn ihr werdet dann gleich sehen, wie man hier wirklich in den Kurven entlang gleiten kann. Hier mit dem Auto, wo man eigentlich überlegt, gewichtstechnisch, ja, ist das Ganze natürlich nicht leicht, aber S-Martin hat das so extrem gut hinbekommen. Wir sind jetzt aktuell im normalen GT-Modus unterwegs, aber das ist schon hier sehen wir jetzt halt, hier ist auf jeden Fall, okay Leute, ich würde sagen, wir gehen hier schon mal jetzt ein bisschen mehr in Sport Plus und ihr seht, hier haben wir einen guten Überblick, wir sehen alle Kurven und da kannst du schon richtig schön. Und das ist das Schöne hier, so richtig schön mühelos, ja. Hier wieder schön aufs Gas drauf, der schöne V8 Twin Turbo. Und wie der einfach durch die Kurven durchgleitet, das ist so faszinierend. Normalerweise bist du das ja wirklich nur, ich hoffe, ich habe da hinten alles zugemacht. Ah ja, magst du mal da hinten diese Tasche runter tun? Du merkst einfach nicht, du vergisst komplett, wenn du jetzt hier fährst, dass du in einem SUV sitzt, ja? Und vor allem in einem Luxus-SUV, ja? Das stärkste Luxus-SUV, was es momentan auf dem Markt gibt. Und vor allem eben jetzt hier, wenn wir am Pass entlang fahren und da durch diese Kurven gleitest, ja? Du vergisst das komplett, du sitzt in einem SUV, sondern vielmehr wirklich in einem Supercar, wo du wirklich komplett flach auf der Straße bist, weil das saugt sich hier so extrem fest, ja, dass allein hier diese Traktion aus der Kurve schon wieder raus, das ist schon wirklich absolut faszinierend. Zieh ich das mal rein, Leute. Und das ist null irgendwo am Limit, da sind wir noch weit entfernt, sondern einfach, um hier zu zeigen, wie der DBX 707, wie der in den Kurven liegt, wie aggressiv du hier das Auto wirklich fahren kannst. Auf der einen Seite total tiefenentspannt, aber dann auch wirklich hier erste Welle und dann kommt dir der auch wirklich schön quer, wenn du das natürlich willst. Ja? Wir haben natürlich jetzt das ESP hier ausgeschaltet, ne? Damit wir hier einfach noch mal ein bisschen mehr mit dem Heck uns spielen können. Aber natürlich, Leute, wir sind immer noch auf den öffentlichen Straßen unterwegs. Dementsprechend so einfach nur ein bisschen, um, sage ich mal, den Spaß ein bisschen zu erhöhen hier auf dem Pass. Aber dann natürlich, ihr kennt das Video auf der Rennstrecke, wie du wirklich hier mit dem DBX 707 querfahren kannst. Aber hier möchte ich euch jetzt einfach nur mal demonstrieren, wirklich hier diesen Fahrspaß, den du hier mit so einem SUV-Modell haben kannst. Und das ist genau der Grund gewesen, warum ich mich hier für das Fahrzeug entschieden habe. Weil ich war so extrem fasziniert, wie entspannt du den fahren kannst. Aber auf der anderen Seite hier wieder diese Kurve und den dann komplett hier einmal rumreißen kannst. Das ist absolut verrückt. So Leute, wir mussten leider gerade aussteigen, weil wir haben nämlich eine Kleinigkeit verloren. Und zwar hier die 360-Grad-Kamera. Also entweder habe ich sie perfekt geparkt oder die hat irgendjemand gerade hier hingestellt. Aber alter Schwede, ja, aber sie ist auf jeden Fall noch da, Leute. Mamma mia. What the f***, wie kannst du die nur runterhauen? Aber ich würde mal sagen, die hat auf jeden Fall einen Schaden davon getragen. Also für denjenigen, der mir hier diese Kamera aufgestellt hat,
Okay, also da gehen auf jeden Fall Grüße raus, Leute. Vielen, vielen Dank, der die Kamera so hingestellt hat. Ey, wie nett ist das bitte? Derjenige, der hier die Kamera aufgestellt hat, bitte meldet sich bei mir. Der hat auf jeden Fall was gut. So, hier kommt wieder ein schönes Tunnel, bedeutet dieser Sound einfach, dass sowas heutzutage noch möglich ist. Das ist das Geile, Leute. Selbes Thema wie beim Fahren, von der Sportlichkeit her und vom entspannten Fahren. Auf der einen Seite tiefenentspannt von der Lautstärke her und auf der anderen Seite bollert dieser V8 Biturbomotor, bis kein Land mehr in Sicht ist. Ihr seht, hier ist es natürlich jetzt schon deutlich übersichtlicher vom Fahren. Das heißt, wir haben wirklich einen kompletten Blick und können da einfach noch mal mehr die Sportlichkeit von dem DBX 707 spüren. Dimi schaut schon, ob frei ist. Feuer, Feuer, Feuer! Zweite Welle! Unfassbar. So, hier wieder schön langsam. Safety first steht an erster Stelle. Auch hier sehen wir nicht um die Kurve rum, hier sehen wir wieder rum. Bedeutet, hier können wir wieder... Oh, wenn du da direkt an der Mauer entlang fährst, zieht euch so... Dieser Sound, das ist so geil, das macht so süchtig, Leute. Oh. So, Leute, wie ihr sehen könnt, es geht nur noch bergab. Wir haben den höchsten Punkt erreicht. Es liegt hier einfach noch Schnee, das ist schon auch der Wahnsinn. Und von daher, wir fahren jetzt hier noch ganz gemütlich bergab im schönen Sport Plus Modus. Und dann würde ich vorschlagen, Leute, sehen wir uns gleich auf der Autobahn wieder. So Leute, wir haben es geschafft. 1000 Kilometer Roadtrip geht zu Ende im DBX 707. Wir befinden uns wieder in der Garage und dreimal dürft ihr raten, wer wieder hinter der Kamera steht. Ja, der einzig wahre. Die Stimme ist noch nicht so ganz da, gell, Robert? Scheiße, Mann. Aber es bessert sich wieder. Ja, langsam. Auch wenn du mir schon wieder 4 graue Haare gekostet hast, nachdem du hast mich irgendwo im Stich gelassen. Ja. Aber nein, Gesundheit geht vor. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Dementsprechend sind es mir die 4 neuen grauen Haare wert, dass ich die ganzen Tage alleine verbringen durfte. Ja. Und euch Leute mitnehmen durfte hier im DBX 707. Und ja, wir kommen zum Fazit, zu meinem Fazit. Robert, du konntest ja nicht allzu viel sagen. Du bist ja das Leider. Auto schon mal gefahren, ja? Ja. Und auch schon mitgefahren. Ja. Dimitros hatte ich beim Pass mit dabei, ja? Dem ging es danach nicht mehr allzu gut. Aber Leute, ja, um das Ganze jetzt halt hier kurz zu fassen, DBX 707, wie sind die letzten Tage für mich hier gewesen? Und weiterhin bleibe ich dabei, es ist der beste SUV, den es aktuell auf dem Markt gibt. Da kommt kein Range Rover SVR hin, da kommt kein Lamborghini Urus hin, auch kein GLE 63 oder sonstiges. Es kommt nichts hin. Denn hier, um es auf den Punkt nochmal zu bringen, auf der einen Seite ist der DBX 707 so extrem entspannt im GT-Modus zu fahren. Das habe ich jetzt über die letzten Tage die ganze Zeit Autobahnfahren festgestellt. Und auf der anderen Seite, wie wir gesehen haben, als wir den Pass gefahren sind, wir sind in Sport Plus gegangen, kannst du mit dem Auto so einen extremen Fahrspaß haben. Ja? Er ist schnell, er ist wendig. Auf der anderen Seite kann er dir auch etwas quer kommen mit dem Heck. Also es ist wirklich so, als ich den Pass da jetzt nochmal gefahren bin, du merkst einfach nicht, dass du in einem SUV sitzt, sondern vielmehr, du denkst wirklich, du sitzt in einem Supercar. Und das hat mich wirklich so extrem hier beim Aston Martin fasziniert, dass wir auch wirklich gesagt haben, okay, es kommt hier jetzt einer in die Garage, um euch da wirklich richtig ordentlich mitzunehmen. Es sind aber natürlich auch ein paar Punkte dabei, wo ich jetzt gesagt habe, das hat mir nicht so gefallen. Es ist ja immer so, kein Auto ist perfekt. Wenn ein Auto perfekt ist, dann wäre es für mich eigentlich langweilig, muss ich immer sagen. Und natürlich sind mir auch bei dem 1000 Kilometer Roadtrip hier im DBX 707 auch ein paar negative Punkte aufgefallen. Das sind 3 Punkte gewesen. Und zwar Punkt 1, dieses Design, ja, ist so abartig elegant, so abartig schön und auf der anderen Seite zugleich auch wirklich sportlich aggressiv, egal ob vorne, hinten oder Seite.
Jetzt ist es natürlich das Thema, ich glaube, Robert hat das nämlich auch schon gesagt, ich bin wohl zu sehr hier McLaren, Porsche und so weiter gewohnt, ja, wo einfach dieser Abstand perfekt ist und da reden wir von einem Supercar und hier reden wir immer noch von einem SUV-Modell und zwar dieser Abstand, Leute, ja, das ist für mich, das könnte noch deutlich näher sein. Also wie gesagt, Leute, das ist jetzt gerade Meckern auf hohem Niveau. Jetzt sagt der Robert natürlich, ja, aber das ist ein SUV-Modell, der muss so hoch sein. Wir sind jetzt schon im Sport Plus-Modus, der sitzt schon ganz unten und wir haben ja hier 23 Zoll Felgen mit dem Pirelli P0 Reifen am Start und da finde ich einfach, ist der Abstand noch etwas zu weit. Ich weiß es jetzt halt leider nicht auswendig. Robert, Lamborghini Urus, ist das da auch so? Boah. Weil die Lamborghini-Modelle sind ja generell, wenn man sich das mal beim SVJ anschaut, zieht euch das mal rein, ist bei Ferrari dasselbe, ist auch der Abstand viel zu groß. Der neue GT3 steht jetzt leider gerade nicht da, weil er beim Aufbereiten ist, aber 991 GT3, da ist das halt einfach perfekt. Da ist es wirklich so. Ja, ich verstehe es, es ist ein SUV-Modell. Allerdings könnte ich mir schon wirklich vorstellen, er könnte einfach nochmal im Sport Plus-Modus zumindest nochmal etwas tiefer sein, weil im Komfort-Modus ist er wirklich perfekt von der Höhe. Aber das ist mir halt einfach über die letzten Tage so ein bisschen aufgefallen, als ich das Auto getankt habe und stand so außen und dachte ich mir so, boah, es ist so ein schönes Design, so ein elegantes, sportliches Design. Aber wenn ich das Auto im Sport Plus Modus abstelle, ja, oder im Sport Plus Modus fahre, dann möchte ich, obwohl die Fahrdynamik richtig am Start ist, trotzdem finde ich, wenn ich von außen das Auto anschaue, könnte er noch etwas tiefer dastehen. Das war für mich Punkt 1, ist aber, Leute, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das ist ja kein negativer Punkt, denn die Fahrdynamik ist ja 0,0 dabei eingeschränkt, sondern er liegt ja wirklich komplett wie ein Brett auf der Straße im Sport Plus Modus. Punkt 2, was mir aufgefallen ist auch wieder Meckern auf hohem Niveau, denn das muss einem bewusst sein, wenn er so ein Fahrzeug fährt. Aber mir ist es natürlich nicht bewusst gewesen. Thema Verbrauch. Ja? Also man kommt auf jeden Fall, zumindest ich bin nicht unter 17 Liter gekommen. Also man muss hier wirklich mit dem DBX 707 zwischen 17 bis 19 Liter, muss man auf jeden Fall an Verbrauch rechnen. Ist aber auf der anderen Seite wieder in Ordnung, denn wir haben hier immer noch den V8 Biturbomotor am Start, aber natürlich, ich bin den E63 gewohnt gewesen, auch der M5 mit dem V8 Motor und die sind auch wirklich voll in Ordnung gewesen vom Verbrauch. Ja, 675 LT, das Auto fahre ich mit 7, 8 Liter, aber an was liegt das? Thema Gewicht, ja, da reden wir von um die 1300, 1400 Kilo und hier reden wir, was immer noch in Ordnung ist für ein SUV-Modell, von 2,2 Tonnen, ja, das ist ungefähr wie E63, nur der E63 ist natürlich einfach vom Chassis her flacher, ja, typisch E-Klasse und hier SUV-Modell und dementsprechend ist natürlich auch der Verbrauch hier höher, aber wieder einmal ein Punkt, Meckern auf hohem Niveau. Das muss einem einfach bewusst sein, dass du hier einen höheren Spritverbrauch hast. Mir ist es jetzt bewusst. Robert, Ja, mir ist es nicht so bewusst. verbraucht dein Golf auch so viel? Also, das wär fürchterlich. Hä? Nee, Gott sei Also Dank da nicht. können wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen über den Sommer, wenn wir damit länger... Digga. Ist alles gut? Ja, jetzt wieder. Da siehst du gleich schon wieder die Rechnung, oder? Vom Tanken. Ja, da wird's mir ich gleich. weiß, so ging es mir nämlich die letzten Das glaub Tage ich. auch, Robert. Ja? Aber auf der anderen Seite musst du halt einfach sagen, du sitzt in dem DBX 707 mit einem Mega-Design, mit einem richtig geilen Motor. Du hast 707 PS am Start und da ist es für mich, ja, nicht falsch verstehen, aber da ist es für mich okay. Wenn ich dann nun mal einen etwas höheren Verbrauch habe, aber ich hier einen geilen Sound, eine geile Fahrdynamik habe und dann muss man das nun mal einstecken können. Jetzt kommen wir zu Punkt 3. Wie gesagt, mir ist sonst wirklich nirgendwo ein negativer Punkt eingefallen, denn das Auto ist einfach so perfekt. Von außen, von innen, von den Fahrleistungen. Ich habe euch das ja, währenddessen wir mit dem Auto gefahren sind, habe ich euch das ja mitgeteilt. Da müssen wir jetzt auf den Innenraum gehen, ja? Denn die Kommentare habe ich ja von euch schon gelesen gehabt. Ja? Wenn wir nämlich in den Innenraum gehen, allein schon wieder, wenn du hier die Tür aufmachst, diese Verarbeitung, diese Qualität, vor allem hier haben wir eine sehr elegante Version. Ich bin mal wirklich gespannt, wenn unser Fahrzeug kommt, ja. Wir haben ja diese komplette Alcantara Carbon Version genommen, ja, allein schon hier wieder, wo wir dann alles in Carbon haben. Hier haben wir sehr viel Chrom, also wie gesagt, eine sehr elegante Version, was wirklich sehr stimmig ist zur Außenlackierung.
Und jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, wo ich euch recht gebe. Denn ich habe bei den Kommentaren gelesen, sei es auf Instagram oder auch auf gewissen YouTube-Videos, wo wir hier über das Auto berichtet haben, ist das ganze Thema Infotainment gewesen. Dass das ja das alte Mercedes-System ist. Ja Leute, das ist korrekt. Wir haben kein Touchscreen. Wir haben hier noch diesen typischen Drehregler, den ich bei mir auch in meiner, ja, was heißt einen alten, den ich auch bei mir in meiner E-Klasse habe, ja. Und da haben natürlich viele gesagt, ja, das ist ja das alte System, das passt überhaupt nicht. Leute, da gebe ich euch auf der einen Seite recht, denn wir reden hier von einem Fahrzeug, was zwischen 250 und 300.000 Euro kostet, ja, und dann hast du das alte Mercedes-System. Nur für mich, ich bin jetzt diese 1000 Kilometer gefahren und es kam nie dieser Punkt auf, wo ich gesagt habe, es stört mich. Es stört mich, dass ich keinen Touchscreen habe. Ich bin sogar froh, dass es kein Touchscreen ist, weil dann habe ich nicht die ganzen Fingertapperer von mir und von Robert drauf, ja. Aber Leute, nee, also ja, ich gebe euch recht. Das ist jetzt wieder Meckern auf hohem Niveau, denn das sieht hier nicht so modern aus, wie wenn du das Fahrzeug von außen siehst, ja, wo das wirklich extrem, extrem modern ist. Und dann hast du hier das in Anführungsstrichen alte Mercedes-System verbaut. Aber wer weiß, wenn natürlich dann hier mal mit der Zeit ein Facelift kommt, ja, wir haben es ja jetzt gesehen, Aston Martin DB12, wie unfassbar ist da dieser Innenraum geworden. Das neue Lenkrad, das komplett neue Infotainment, alles so extrem sauber aufgeräumt. Aber für mich ist wirklich dieses Thema, mich hat es kein einziges Mal gestört. Ich gebe euch recht, ich stimme da voll und ganz zu. Du zahlst einen gewissen Preis hier bei dem stärksten Luxus-SUV, was es momentan auf dem Markt gibt, und hast dann natürlich nicht das neueste System. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist das keinerlei ein Störfaktor gewesen, denn für mich ist viel wichtiger, dass wir ein extrem schönes, elegantes, aggressives Fahrzeug hier haben, welches auf der einen Seite tiefenentspannt zum Fahren ist auf langen Strecken und auf der anderen Seite wirklich eine Sportlichkeit hat, die du bei keinem anderen SUV-Modell so finden wirst. Ja, schade Robert, dass du die letzten Tage nicht dabei gewesen bist. Ich hätte so Bock gehabt. Denn du wirst sehen, wenn dann unser Daily kommt, Ja. da werden wir vielleicht nochmal einen Roadtrip planen. Oh, da freue ich mich jetzt schon. Und dann wirst du nochmal sehen, das ist einfach so unfassbar. Also wie das Aston Martin hinbekommen hat, zum Abschluss hier jetzt zum Video, muss man einfach nur sagen, Respekt, Hut ab und auch generell, wie Aston Martin in den letzten 2 Jahren aufgeholt hat. Ja? Denn das muss man einfach jetzt halt noch kurz zum Abschluss sagen. Aston Martin, die Fahrzeuge haben schon immer mega geil ausgeschaut. Allerdings waren die von der Performance her nie so wirklich gut. Aber hier, DBX 707, das ist ein absoluter Gamechanger gewesen. Und auch jetzt mit dem DB12 haben wir nochmal gesehen, Aston Martin hat schon wieder einen rausgehauen. Und man sieht es auch aktuell in der Formel 1, wie erfolgreich Aston Martin ist. Und ich bin da wirklich extrem froh, mit an Bord zu sein und vor allem hier, was das ganze Thema DBX 707 angeht, euch da jetzt über die nächste Zeit zu begleiten. Und ja, ich würde sagen, wir machen Schluss mit dem Video. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist ein etwas anderes Video geworden. Wie gesagt, Robert konnte leider nicht dabei sein, aber er ist wieder. Bald wieder. Es wird wieder und dementsprechend sind wir raus bei dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.